Hast du dich jemals gefragt, was wirklich hinter Weihnachten steckt? Ich meine damit nicht nur jenseits von Geschenken, glitzernden Lichtern und festlichem Trubel, sondern auch jenseits des christlichen Brauches. In dieser Folge gehen wir der wahren Bedeutung von Weihnachten auf den Grund und werfen dabei einen Blick in die Vergangenheit, noch lange bevor das Christentum dieses Fest geprägt hat. Denn die Wahrheit von Weihnachten, die umfasst weit mehr als die uns bekannte Weihnachtsgeschichte. Sie ist ein Spiegel der Ganzheit und des Lebens selbst. Sei damit willkommen in der Aletik, der Lebensphilosophie von Wahrheit, Wohlstand und Weiterentwicklung. Lasst uns zunächst die wenig bekannten Ursprünge von Weihnachten beleuchten. Denn lange vor dem Christentum, in einer Zeit unserer noch stark naturverbundenen Vorfahren, da gab es das Julfest, eine Feier der Wintersonnenwende. Und dieses Fest symbolisierte das Ende der Dunkelheit und die Rückkehr des Lichts. Denn die Wintersonnenwende ist der Zeitpunkt der längsten Nacht und des kürzesten Tages in der nördlichen Hemisphäre. Also die längste Dunkelheit im Tag-Nacht-Verhältnis. Aber sie ist auch der Zeitpunkt, an dem die Nächte wieder kürzer und die Tage und das Licht somit länger werden. Und in einer Zeit, wo es noch keine Elektrizität gab, da war dies von großer Bedeutung, denn diese Jahreszeit war auch immer eine besondere Herausforderung für die Menschen, nicht nur wegen der Kälte, sondern auch wegen der Dunkelheit. Um diesen Übergang zu feiern, wurden auch zahlreiche rituelle Orte wie Stonehenge in England, Newgrange in Irland, Maeshowe in Schottland oder die Kreisgrabanlage von Goseck in Deutschland erbaut. Auch der größte Tempel oder die größte Tempelanlage in Ägypten, der Karnak-Tempel in Luxor, da geht die Sonne exakt entlang der Hauptachse des Tempels auf. Und die Steine von Stonehenge sind exakt auf die Winter- und Sommersonnenwende ausgerichtet. Und dadurch wird auch angenommen, dass die Menschen seit Tausenden von Jahren an diesen Orten dieses Fest gefeiert haben. Die erste Bauphase von Stonehenge begann laut Aufzeichnungen rund 3000 Jahre vor Christi und die Kreisgrabanlage von Goseck, die ist sogar um die 7000 Jahre alt. Die Wende, in der die Sonne und das Licht in der nördlichen Hemisphäre also wieder zurückkehrt, die spielt seit langer Zeit eine wichtige Rolle für die Menschen. Zu den letzten naturverbundenen Völkern Europas zählen übrigens die Kelten, die Germanen, die Wikinger, also die Nordgermanen, wenn man so will, und die Slawen, also all jene Kulturen, welche die Natur für heilig hielten und die später unter dem gesammelten Begriff der Heiden bezeichnet wurden. Die alten naturverbundenen Kulturen, die feierten die Wintersonnenwende ganz bewusst als einen Moment der Reflexion, der Fülle und des Neubeginns, und das in der Gemeinschaft, mit der Familie, mit gutem Essen und Getränken, sowie in Dankbarkeit und mit reichlichen Gaben. Um diese Fülle auch symbolisch in das nächste Jahr zu tragen. Und das klingt doch ganz ähnlich nach dem, was wir heute tun, oder? Es geht aber noch weiter. Wenn dir dieses Video gefällt, dann lasse ganz kurz ein Like und ein Kommentar da und vielleicht auch ein Abo und empfehle das Video weiter. Auch die Römer feierten diese Zeit mit einem Fest der Saturnalien, also einer Feier zu Ehren ihres Gottes Saturn, welcher unter anderem für den Ackerbau steht. Und man feierte die Fülle und den Überfluss mit Festmählern, kleinen Geschenken wie Kerzen, die das Licht weiterbringen sollten, sowie einer symbolischen Umkehrung der sozialen Stellungen, bei der Sklaven und Herren, aber auch Kinder und Erwachsene die Rollen tauschten. Es ging um Ausgelassenheit, Überfluss und Großzügigkeit. Während der römischen Expansion und der Herrschaft in Europa wurden ja viele naturverbundenen Völker verdrängt oder eingenommen und auch gezwungen, sich an römische Traditionen und Gesetze anzupassen. Um Widerstände aber zu minimieren, haben die Römer auch keltische und germanische Bräuche und Feste adaptiert. Und so wurde später der offizielle Staatskult Sol Invictus eingeführt, was so viel wie die unbesiegbare Sonne bedeutet. Sol für Sonne, Invictus für unbesiegbar. Der 25. Dezember wurde zum Geburtstag der Sonne erklärt, um die Rückkehr des Lichts nach der Wintersonnenwende zu feiern, die nach dem julianischen Kalender ja damals auf den 25. Dezember fiel.
Der Tag der Geburt von Jesu Christi ist historisch tatsächlich unbekannt und wird eher im Frühling vermutet. Mit der Christianisierung des Römischen Reiches, da wählten die Christen den 25. Dezember bewusst, um Jesus mit der Symbolik des Lichts zu verbinden, als das wahre Licht der Welt. Und darum gilt dieser Tag bis heute als Feiertag. Nach dem heutigen gregorianischen Kalendersystem fällt der Zeitpunkt der Wintersonnenwende ja auf den 21. oder 22. Dezember und das Feiern der Wintersonnenwende und auch andere mystische Bräuche wie die Rauhnächte, die kehren aber zunehmend wieder in das allgemeine Bewusstsein der Menschen zurück. Aber egal, welchen Glauben oder welche Konfession du auch immer bevorzugst, Weihnachten ist für uns eine magische Zeit, die eine tiefe Sehnsucht nach Fülle und nach Geborgenheit weckt. Das Feiern der Fülle in dieser Zeit ist dabei nichts Verwerfliches, sondern gehört seit tausenden Jahren zur Menschheitsgeschichte und steht auch dafür, die Fülle zu zeigen, um sie damit in das nächste Jahr zu tragen. Durch unsere Fähigkeit, die Nacht zum Tag zu machen, entgeht uns zwar die Sensibilität für dieses spezielle Naturereignis der Wintersonnenwende, aber wir haben die Macht, uns bewusst zu entscheiden, die Natur wieder wahrzunehmen. Wahr unter Anführungszeichen hier an dieser Stelle. Wir können das Fest der wiederkehrenden Sonne, des wiederkehrenden Lichts ganzheitlich zelebrieren, indem wir äußere Fülle mit innerer Fülle verbinden und uns fragen, wo gibt es in mir Dunkelheit, die transformiert werden möchte? Welches Licht kann ich in mir entzünden? Die Geschenke können dabei nicht nur materielle Gaben sein, sondern auch die Dankbarkeit symbolisieren für alles, was wir haben. Und gleichzeitig ist es möglich, auch inneren Reichtum zu verschenken, indem wir uns selbst und anderen mit Liebe, Aufmerksamkeit und Wertschätzung begegnen. Die Lichter am Weihnachtsbaum, die erinnern uns daran, dass wir auch innerlich leuchten können. Und der Weihnachtsfrieden, der heute ja oft im Chaos des Alltags und Konsums untergeht, der ruft uns auf, Harmonie mit uns selbst, mit anderen und mit unserer Umwelt zu schaffen. In diesem Sinne geht es um Dankbarkeit, bewusste Gaben im Außen und im Inneren, sowie Frieden zu verbreiten und Dunkelheit in Licht zu verwandeln. Und das ist die beständige Grundlage eines sich immer wandelnden Festes. Die Wintersonnenwende, die darf uns auch daran erinnern, dass das Licht immer wieder zurückkehrt, auch wenn es manchmal dunkel ist. Also lasst uns genau das zelebrieren und das Bewusstsein für diese Übergangszeit auch weitertragen und unseren Kindern vermitteln. Denn im modernen Alltag passiert oft Folgendes. Als Kind erleben wir die Magie dieser Zeit durch den festlichen Glanz des Weihnachtsbaums, unzähligen Geschenken, mystischen Geschichten, einen Überfluss an Naschereien, ausgedehnten Ferien und der seltenen, über Tage angehenden Vollständigkeit der Familie. Und diese heile Wunder, die wir erleben, die hinterlassen einen bleibenden Eindruck, den wir als Erwachsene oft versuchen, in unserem Herzen wiederzufinden. Der Alltag ist meistens völlig konträr dazu. Und daher kann es passieren, dass wir in dieser Zeit zwanghaft versuchen, diesen Zustand wieder nachzubilden. Aber dadurch entsteht einfach Stress und auch manchmal die Enttäuschung, wenn diese ersehnten Gefühle der Harmonie und der Magie, die nicht wieder eintreten und wenn trotz der äußeren Fülle eine innere Leere bleibt. Gleichzeitig konditionieren wir unsere Kinder erneut auf diesen eher ungesunden Kreislauf, der uns verfehlt, tief innerlich zu erfüllen, muss man sagen. Anstatt diese Zeit also nur oberflächlich mit Geschenken, Essen und Stress zu verbringen, um dieses schöne Weihnachtsgefühl wieder zu beleben, können wir uns den Ursprüngen dieses Festes bedienen. Und nicht nur das, wir können auch diese alten Ursprünge mit der modernen Welt verbinden. Und genau daran liegt der Ansatz in der Alethic, die Lebensphilosophie der Wahrheit, des Wohlstandes und der Weiterentwicklung. Es geht darum, den Reichtum in unserem Leben zu erkennen und damit inneren und äußeren Wohlstand zu erschaffen, der uns wahrhaftig erfüllt. Es geht darum, zu unseren
zu unserer äußeren menschlichen Entwicklung auch innere Entwicklung voranzutreiben und uralte Weisheiten mit modernem Fortschritt zu verbinden. Auf dem aletischen Weg geht es nicht darum, die absolute Wahrheit zu finden, sondern darum, mehr Wahrhaftigkeit in unserem Leben zu entdecken. Schreib mir gerne dazu in die Kommentare, wie dieser Ansatz in dir resoniert und welche Gefühle und Erlebnisse dir an Weihnachten am meisten bedeuten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere den Alethix-Kanal und teile dieses Video mit allen, die davon profitieren könnten. In diesem Sinne, frohe Weihnachten auf die alethische Art.